Frau Koch, Sie erlebten im Jahr 2014 bei einem Busunglück eine außerkörperliche Erfahrung. Wie kam das? Ja, 2014 bin ich nach Südamerika gereist, um meinen Vater in Brasilien zu besuchen und aber auch, um dort zu reisen. Und ich war zu dem Zeitpunkt in Bolivien und habe die größte Salzwüste der Welt besucht, Salar de Uyuni. Und die Busfahrer haben gestreikt und fuhren nicht mehr. Und ich steckte dort 3-4 Tage fest. Und am dritten Tag abends lief ich in Uyuni durch die Stadt und mich sprach eine Frau an, ob ich heute Nacht nach La Paz fahren möchte. Und es kam ein mulmiges Gefühl, aber ich habe es trotzdem bejaht und habe mir dann das Ticket gebucht. Und um 11 Uhr nachts fuhren wir dann von Uyuni nach La Paz. Und genau, und nach 3-4 Stunden ungefähr, also um 2:30 Uhr, die genaue Uhrzeit kann ich nicht benennen, spürte ich, wie der Bus einen Abhang runterfiel oder wie der Bus sich neigte. Und ich hatte so eine Angst oder da kam ein Schreck in mir hoch. Und ich wusste, jetzt sterben wir, weil das war so, diese Erfahrung von Schreck war so intensiv, dass ich plötzlich aus meinem Körper rausgegangen bin und plötzlich meine Mutter und Familienmitglieder gesehen habe. Und es war so, dass ich sie besucht habe. Es war wie ein Moment von, ich könnte meine Familie nie wiedersehen. Und um meine Eltern oder meine Mutter und mein Bruder Tschüss zu sagen, war ich nochmal dort, um mich nochmal zu verabschieden. Und das war so blitzartig schnell, dass ich dann aber plötzlich über dem Bus, der dem Abhang runterfiel praktisch, ich war dann plötzlich über dem Bus. Es waren ungefähr vielleicht 10 Meter. Und als ich über diesem Bus schwebte, also es fühlte sich für mich so an wie Schweben, war es plötzlich still und es kam mir so vor, als würde die Zeit stehen bleiben. Und ich beobachtete von dieser Perspektive diesen Bus und es war wie, gehe ich jetzt oder komme ich zurück auf die Erde? Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Minuten oder Stunden das war. Es war auf jeden Fall eine so immense Weite in mir, dass mir das fast die Sprache verschlagen hat. Und nach einer Weile war das so, dass ich dann den Bus anschaute und es zog mich wieder zurück in meinen Körper und wachte dann auch auf in dem Bus. Es war nachts, weil es war zwischen den Anden und es war auch so, dass der Bus nicht auf normalen Straßen fuhr, sondern auf Landwegen. Also es war illegal praktisch mit dem Bus zu fahren, weil die Busfahrer gestreikt haben. Und genau das wusste ich nicht, sonst hätte ich das natürlich nicht gemacht. Und als ich dann wieder in meinem Körper war, blieb der Bus auch stehen. Also dort war wohl ein Baum und der Bus hat sich an diesem Baum, ist er wohl hängen geblieben. Ich kann nicht genau sagen, wie das war, denn es war dunkel. Und ich bin dann aus diesem Bus raus und also mehrere Leute und wir sind dann zum Glück aus diesem Bus rausgekommen. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt weder Todesangst, kurz bevor das passiert ist, aber nach diesem Eintritt wieder in meinen Körper habe ich wahrgenommen, dass da eine immense Stille in mir war und auch ein Frieden, den ich vorher noch nicht kannte. Und genau, wir sind dann in der Nacht mit einem noch anderen vorbeifahrenden Bus weiter nach La Paz gefahren. Ich komme noch einmal zurück zu Ihrer außerkörperlichen Erfahrung.
Sie haben gesagt, dass Sie in diesem außerkörperlichen Zustand Ihre Familie besucht haben. Haben Sie zuerst die Familie besucht und schwebten Sie dann 10 Meter über dem Bus oder in welcher Reihenfolge ging das vor sich? Also es war so, dass dieser Besuch zu meiner Familie, das war zuerst. Denn ich wollte mich von denen noch verabschieden. Das war für mich noch der letzte Wunsch hier auf Erden, meine Familie noch zu sehen und sie zu beschützen, dass ich einmal kurz da war. So kam das bei mir rüber. Und danach kam ich wieder zurück und war dann über dem Bus. Haben Sie deutliche Bilder von diesem Besuch bei der Familie? Also ich erinnere mich, dass ich meine Mutter besucht habe, während sie in ihrem Wohnzimmer auf dem Sessel saß. Und ich habe aber nicht mich gesehen, sondern es war, ja, wie kann ich das in Worte beschreiben? Ich habe weder mich gesehen, es war einfach, als wäre ich da, also wir haben auch nicht gesprochen miteinander, sondern ich habe sie einfach nur gesehen, wie sie dort in der Wohnung auf dem Sessel saß. Also ich bin ja dann weitergezogen nach Peru, Ecuador. Also ich habe ja diese Reise dort gemacht und jetzt im Nachhinein kann ich das mit Worte beschreiben. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich das gar nicht, was mit mir passiert ist. Ich konnte wahrnehmen, dass ich eine unfassbare innere Zufriedenheit in mir hatte, die so unfassbar schön ist. Und es kam mir auch so vor, als würde ich grenzenlos glücklich sein. Und diese Auswirkung, es ist auch irgendwie so, dass ich weniger denke und mehr fühle. Also es kommt mir so vor, als hätte diese Erfahrung meinen Verstand komplett weggenommen und mein Herz freigelegt. Denn ich konnte nach dieser Erfahrung viel mehr wahrnehmen. Also danach hatte ich eine intensive Körperwahrnehmung. Es war wie, als wäre ich zurück in meinen Körper oder in meine Seele. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ich so viel Kraft habe. Und ich hatte dann, ich weiß nicht, wie viel Zeit da vergangen ist, aber ich hatte dann auch geträumt, dass ich so viel Energie habe, dass ich ein Land durchjoggen kann. Und ich habe diesen Traum öfter geträumt und ich war dann in Ecuador und ich hatte dann den tiefsten inneren Wunsch, durch Ecuador zu joggen. Und es war für mich so klar, dass ich das mache und auch schaffe, dass ich das auch dann gemacht habe. Das waren 800 Kilometer, die ich gejoggt bin. Also jeden Tag ein Marathon. Und ich kann bis heute nicht beschreiben, wie ich das geschafft habe. Und ich nehme an, dass das mit diesem Busunglück zusammenhängt. Denn ich dachte jeden Tag, heute könnte mein letzter Tag hier auf Erden sein. Und um jede Gelegenheit wirklich zu erfahren, kann ich nur Ja sagen. Also da war auch eine Hingabe zu dem, was in mir hochkam. Und es war einfach ein Einssein mit meiner Vorstellung. Es war nicht irgendwie, oh, ich könnte das nicht schaffen, sondern es war für mich, ich schaffe das und ich habe es dann auch geschafft. Waren Sie denn vorher schon so sportlich, dass Sie sich das zugetraut haben? Nee. Also ich habe natürlich vorher trainiert, um zu gucken, ob ich überhaupt diese Kapazität habe. Ich bin in Quito bin ich zum Sportstudio gelaufen und bin täglich, also das erste Mal waren 4 Kilometer, dann bin ich gesteigert und ich habe ungefähr 2,5 Wochen vorher
trainiert, um zu gucken, ob das körperlich überhaupt geht. Und ich wusste, wenn ich mir das vorstelle und ich wirklich daran im tiefsten Kern glaube, dann schaffe ich das. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich mit etwas verbunden bin, das mich trägt. Und genau, und so kam das, dass ich dann an die Grenze zu Kolumbien gefahren bin. Und ich hatte dann auch ein Team, also dank meines Teams hätte ich das gar nicht geschafft. Und genau, und von dort sind wir dann quer durch Ecuador bis Peru dann gejoggt. Frau Koch, was für weitere Auswirkungen hatte diese außerkörperliche Erfahrung außer dieser sportlichen Leistung, die Sie danach erbringen konnten? Ja, es war so, dass ich ja nach Südamerika gereist bin, um meinen Vater zu besuchen, der, als ich 16 war, ausgewandert ist. Und ich hatte einen tiefen Groll ihm gegenüber, dass er mich verlassen hat vor diesem Busunglück. Und ich erinnere mich noch, als ich nach 6 Monaten oder so bin ich nach Brasilien eingereist und habe ihn besucht. Und als ich ihn gesehen habe, habe ich ihn als Menschen wahrgenommen und ich habe sofort verstanden, woher er kam, warum er das gemacht hat. Ich hatte ein tiefes Verständnis über seine Situation und da war kein Groll ihm gegenüber oder Hass oder Ärger, sondern ein tiefes Verständnis und auch eine tiefe Vergebung ihm gegenüber. Da klebte nichts, da war keine Forderung oder Schmerz. Es war eher wie ein ich habe dir komplett vergeben. Und da war eine tiefe Liebe zu meinem Vater, die ich vorher nicht hatte. Und ich habe auch, als ich ihn dann gesehen habe, wahrgenommen, dass er hier nicht mehr lange auf der Erde sein wird. Und somit wollte ich mit ihm dieses Gespräch nochmal suchen oder einfach nochmal sprechen, ob es irgendwas gibt, was noch geklärt werden muss. Denn ich hatte innerlich das Gefühl, dass das muss jetzt passieren. Denn wenn ich das jetzt nicht tue, dann kann das sein, dass wir nie wieder mehr diese Erfahrung machen dürfen. Und so war das dann auch. Er ist dann auch, nachdem ich abgereist bin, nicht direkt, aber er hat dann auch die Erde verlassen und ist dann heimgegangen. Mhm. Und auch zu meiner Mutter war das so, dass als ich dann zurück nach Deutschland gereist bin, ist das für mich so ein Gefühl von, ich vergebe und es klebt nichts mehr. Ich bin da irgendwie sehr frei gewesen. Und es ist auch für mich so, dass ich nicht Menschen verlassen kann, ohne dass da irgendwie ein gutes, schönes, harmonisches Verhältnis da ist. Und auch mit meiner Mutter und mit meinen Geschwistern und mit meinen Freunden. Da ist so eine tiefe Verbundenheit auch. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sie nach dieser außerkörperlichen Erfahrung, die Sie vielleicht Wesensänderung erlebt haben und diese körperlichen Kräfte, die da frei geworden sind? Ich habe den Eindruck, dass das mit Bewusstsein zu tun hat, denn wir haben alle ein Bewusstsein. Man braucht auch keine Nahtoderfahrung zu machen, um Zustände von Glückseligkeit zu erlangen. Dieses Bewusstsein ist in jedem von uns. Nur wir schauen da oft gar nicht hin, weil wir so von außen abgelenkt sind oder so im Kopf sind, dass das alles irgendwie gedeckelt ist. Und ich habe den Eindruck, dass durch solche Erfahrungen oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist einfach dieses Bewusstsein noch intensiviert worden. Und für mich ist auch Bewusstsein, mit einem bewussten Atemzug bin ich im Körper. Und wenn ich im Körper bin, dann bin ich auch zu Hause. Und wenn ich nicht im Körper bin oder ich bin im Kopf und da sind zu viele Gedanken,
dann leide ich, dann bin ich nicht im Körper. Also mein Eindruck ist, dass solche Erfahrungen ja mit Bewusstsein zu tun haben. Wie hat diese Erfahrung, Ihr Denken über spirituelle Dinge beeinflusst? Ich habe den Eindruck, dass ich nach dieser Erfahrung weniger denke und mehr hier in dem Bereich fühle, also mehr mit dem Herzen fühle, höre. Und es ist etwas gebrochen worden. Und ich würde vielleicht sogar sagen, dass es mein Verstand ist oder mein voriges Ich. Und ich denke, dass nach dieser Nahtoderfahrung bin ich einfach feinfühliger geworden und bewusster mit mir und mit anderen Menschen. Und ich fühle mich auch mit allem verbunden, mit der Natur, mit Menschen. Und es ist auch so, dass ich Sachen wahrnehmen kann von weiter Ferne. Ich weiß nicht, ob das Telepathie heißt oder ich kenne mich da auch noch nicht so gut aus. Und es ist auch so, dass ich Erfahrungen sammle seitdem, die unbegreiflich sind. Ich träume von Sachen und rufe dann später an und so war das dann auch. Oder ich habe Erfahrungen am Flughafen und zum Beispiel kann ich eine Erfahrung erzählen am Flughafen. Am Security Guard hat ein Security-Mann gefragt, wem diese Tasche gehört und die war dort für 5 Minuten. Keiner wusste, wem diese Tasche gehört und ich habe dann einmal kurz rumgeschaut und mein Bewusstsein nach außen gelenkt und vielleicht 50, 80 Meter war eine Person und ich wusste, diese Tasche gehört ihr und ich bin dann dorthin gerannt, weil ich ja gut laufen konnte zu diesem Zeitpunkt nach dieser Erfahrung. Und ich habe gefragt, gehört diese Tasche Ihnen? Und sie hat gesagt, ja, oh, danke, ich hätte es total vergessen. Also solche Sachen passieren mir ziemlich oft, würde ich schon sagen. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich das Leben einfacher lebe. Für mich ist das Leben einfach. Es ist nicht kompliziert. Das Leben muss man mit Humor nehmen, auf eine spirituelle Art und Weise. Kann man das auch so sagen, dass sich Ihre geistigen Sinne geöffnet oder mehr geöffnet haben? Ja, ich würde sagen mehr tatsächlich, denn ich war vorher so belagert mit meinen Problemen, mit meinen inneren Verengungen und durch diese Erfahrung ist einfach was passiert, was die Sinne so gestärkt hat, denn ich stelle mir jeden Tag die Frage, wenn ich heute gehen würde, was würde ich noch machen, was könnte ich noch machen? Und das spielt auch für mich eine Dankbarkeit eine große, große Rolle. Wissen Sie, der Verstand, der ist begrenzt, aber das Herz, das ist grenzenlos. Und wir haben hier auf der Erde auch eine begrenzte Zeit. Das ist so wichtig, dass wir diese Zeit nutzen. Denn das kann morgen vorüber sein, das kann heute vorüber sein. Das geht so schnell. Und jede Minute und jede Sekunde oder jede Stunde bewusst zu erleben, ist so kostbar. Sie sind während dieser Erfahrung außerhalb des Körpers gewesen. Sie sind in einem gewissen Sinne in einem geistigen Bereich gewesen. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tode? Ja, ich habe schon den Eindruck, dass man einen anderen Bewusstseinszustand hat und dass man auch auf verschiedene Orte reisen kann. Also ich nehme das auch bei mir wahr, dass ich hatte den Eindruck, dass ich in himmelreiche Sphären eingetreten bin, denn ich hatte so einen Frieden und so eine immense Glückseligkeit erfahren. Und als ich dann hier wieder auf die Erde zurückgekommen bin, hat sich das für mich teilweise auch auf der beruflichen Ebene sehr eng angefühlt und ja, wie als wäre das begrenzt. Und
ich stelle mir auch ganz oft vor, dass wenn was passiert hier auf der Erde, weil manchmal gibt es Menschen, die es mit einem nicht gut meinen, dann reise ich mental an Orte, die meiner Schwingung entsprechen. Also ich kann das sehr gut, gerade auf der Arbeit und jetzt auch in dieser heutigen Zeit, dass ich dann in andere Orte reisen kann. Und das passiert, indem ich den Ort wechsle und mich mit Menschen ja auch umgebe, die meiner Schwingung entsprechen. Frau Koch, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Mit jedem Schritt, den ich hier auf der Erde gehe, hinterlasse ich ein Stück Frieden.